Frohes neues Jahr, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr seid alle richtig, richtig gut in 2025 gestartet. Und nachdem wir jetzt vielleicht die ein oder andere durchzechte Partynacht im Jahreswechsel hinter uns haben, dachte ich mir, es wird Zeit für cremige Wohlfühldüfte, damit wir auch wirklich entspannt und ausgeglichen in 2025 starten können. Übrigens habe ich nicht nur cremige Düfte dabei, die in den Winter reinpassen, sondern, kleiner Spoiler, natürlich auch welche, die in die anderen Jahreszeiten mit reinpassen. An Cremigkeit fast schon nicht zu übertreffen ist der Lethe von Ulrich Lang New York. Das ist wirklich ein so schön fein cremiger Sandelholzduft. Das ist wirklich so ein schön cremiger Duft. Jedes Mal, wenn ich den rieche, kommen da wirklich bei mir die absoluten Wohlfühl-Vibes. Der startet erstmal leicht frisch lavendelig. Da würde man vielleicht gar nicht damit rechnen, dass der im Dry-Down richtig, richtig schön cremig wird. Schnell kommen eben holzige Noten mit rein, die wirklich eine super schöne Wärme mit reingeben. Leicht florale Note, das heißt, wir haben was leicht Süßes auf jeden Fall auch mit drin. Und der wird einfach im Duftverlauf sehr schön balsamisch. Für mich jetzt auch kein Duft, den man nur in den kälteren Jahreszeiten tragen kann. Kann ich mir sehr gut auch im Frühling vorstellen. Ein super schöner Alltagsduft, der nicht so aufdringlich ist, der sich schön eher ein bisschen intim auf die Haut auflegt, der aber definitiv wahrnehmbar ist. Der hat jetzt nicht die Mega-Projektion, das nicht, aber du wirst ihn auf deiner Haut sehr lange wahrnehmen können. Der Duft hat was Meditatives, der beruhigt so ein bisschen, ist tatsächlich, da muss ich mal nochmal revidieren, für mich ein Duft, den du auch in den wärmeren Jahreszeiten tragen kannst. Also Frühling hatte ich ja schon gesagt, aber theoretisch geht der auf jeden Fall auch im Sommer. Der ist nicht laut, der ist nicht wild, sondern der ist fließend, rund, harmonisch, leicht meditativ, schön cremig, beruhigt so ein bisschen das Nervensystem für mich und ja, lässt sich einfach richtig gut wohlfühlen. Super schöner Unisex-Duft für mich, den du überall hin tragen kannst. Musk Therapy von Initio ist definitiv Therapie, denn auch das ist ein super schöner, heller Wohlfühlduft, den ich sehr gerne zu unterschiedlichen Anlässen tatsächlich trage. Ich habe den auch schon zum Essen gehen getragen. Ich würde ihn im Büro auf jeden Fall tragen. Ich würde ihn in meiner Freizeit tragen. Das ist einfach ein Duft, der umhüllt einen sehr schön und lässt einen so richtig sich wohlfühlen. Der startet leicht fruchtig, frisch mit Mandarine, aber schon im ersten Riechen hat man einfach weiße Moschus-Assoziationen im Kopf. Der hat durch dieses Fruchtige eine leichte Frische, hat aber auch eine Süße mit drin. Zusammen mit dem Moschus wird er trotzdem cremig, pudrig. Auch hier, der Musk Therapy ist kein Duft, der Party macht, der sich aber super schön, sehr rund auf die Haut drauf legt. Absoluter Wohlfühlduft, auch da wirklich ein Duft zum Runterkommen, kuschelig, cremig, hell und von der Haltbarkeit richtig gut. Auch der projiziert jetzt nicht wahnsinnig krass, aber den nimmt man wahr und auf der Haut Top-Haltbarkeit. Ist halt auch ein Initio-Duft. Auch in dem Musk Therapy haben wir Sandelholz mit drin. Ich finde aber, in dem Lethe kommen eben die Hölzer etwas prominenter raus. Der ist für mich auch noch ein bisschen heller und der Musk Therapy ist noch ein bisschen Moschus, fluffig weißer für mich und einfach ein bisschen vollmundiger. Zwei super schöne Düfte, wo ich dir wirklich nur ans Herz legen kann, wenn du sagst, ich will einfach was Kuscheliges, Wohlfühliges, Cremiges. Der Persian Sunset von Avon ist vielleicht nicht der typischste cremige Wohlfühlduft. Auch der hat auf jeden Fall fruchtige Nuancen mit drin. Aber ich finde trotzdem, dass der einen sich wirklich gut fühlen lässt und einen so richtig schön cremig einhüllt. Und deswegen dachte ich mir, der darf nicht fehlen, auch wenn er so vielleicht ein bisschen aus dem Raster rausfällt. Schon im ersten Riechen riecht man zwar, dass der fruchtig und süß ist, so ein bisschen in eine Gourmand-Richtung vielleicht auch geht, mit den Beeren und den Früchten, aber schon im ersten Riechen merkt man, boah, das ist ein richtig runder, cremiger Duft. Super schön, noch fruchtiger eben als die Düfte, die wir davor gerochen haben. Hat eine gewisse Süße mit drin, natürlich durch die fruchtigen Noten, aber auch durch die blumigen Noten. Und auch hier haben wir im Verlauf eben Sandelholz und vor allem auch eine Vanille. Die Vanille ist wie so eine Vanillecreme für mich. Nach dem Duft auch runder, aber natürlich auch süßer. Und was das Spannende an dem Duft ist, ist, dass er für mich gefühlt zu keinem Zeitpunkt zu süß wird. Wir haben hier eben was fruchtig leicht Saures eben mit drin, was den Duft davon abhält, eben zu so einem Süßpunch zu werden oder zu so einem richtig süßen Fruchtjoghurt. Aber er behält eine leichte, angenehme Süße und das finde ich richtig schön. Und das ist übrigens auch ein Duft,
den man perfekt so das ganze Jahr übertragen kann. Also da würde ich gar keine Einschränkungen sehen. Comme un Gant von Voyage Imaginaire gibt es auch erst seit diesem Jahr. Und als ich den das erste Mal gerochen habe, dachte ich mir auch, ja, das ist auch ein schöner Wohlfühlduft, der eben hier in dem Video auch nicht fehlen darf. Der große Unterschied hier ist, finde ich, dass er im ersten Riechen erstmal so einen eher trockenen, holzigen Einschlag auf jeden Fall hat. Und das Cremige kommt erst so im Verlauf. Wir haben hier jetzt auch nicht wie bei den anderen Düften so fruchtige Nuancen mit drin. Und trotzdem kriegen wir durch Vanille eine schöne Süße mit rein. Und eben, wie gesagt, im Verlauf wird der dann schon runder und cremiger. Ganz besonders hier, wir haben würzige Einschläge mit drin. Wir haben nämlich Kardamom. Und dieser Gegensatz zwischen diesen doch am Anfang recht trockenen Noten oder den trockenen Duftverlauf und dann so beobachten, wie der fließende Übergang eben in einen wirklich warmen, kuscheligen Duft wird, ist super, super spannend. Für mich auch ein nicht ganz so vollmundiger Duft, ein eher etwas transparenterer Duft, der aber wirklich auch sich super schön auf die Haut legt. Auch der schreit nicht, auch der macht jetzt nicht eine krasse Party, aber ist einfach super schön dezent wahrnehmbar. Super Unisex-Duft, der die Süße eher aus einer Vanille rauszieht, die aber trotzdem nicht zu sehr im Fokus ist und deswegen eben super Unisex zu tragen ist. Der Wood Whisper von Rojar darf nicht fehlen, wenn es um Wohlfühldüfte geht, zumindest für mich. Das ist ein sehr, sehr besonderer Duft, den ich immer gerne trage, der absolut Unisex ist und ich trage ihn überall hin, also super gerne auch ins Büro, der vielleicht nicht der typischste cremige Duft ist, der aber auf jeden Fall richtig gute Wohlfühl-Vibes versprüht. Der fängt schon schön süß, fruchtig, leicht blumig an. Am ersten Riechen finde ich schon so ein bisschen das Holzige und auch bei dem Wood Whisper finde ich, dass man im ersten Riechen schon merkt, dass das ein wirklich sehr runder Duft ist. Also der fühlt sich im ersten Riechen schon sehr, sehr gut harmonisch komponiert an. Nichts kommt zu sehr in den Vordergrund. Alles ist perfekt aufeinander abgestimmt und so bleibt der Duft auch im Duftverlauf. Der Duft ist so ein bisschen eine Kombination aus was sinnlich Süßem für mich, aber in der Basis haben wir eben Bodylotion, Creme-Vibes, die den Duft wahnsinnig schön tragen, abrunden und toll auf die Haut sich auflegen lässt. Ich finde auch, die Blüten sind auf jeden Fall wahrnehmbar, aber nicht zu intensiv, sondern wirklich sehr, sehr gut aufeinander abgestimmt. Süß bleibt der Duft für mich auf jeden Fall im Verlauf, aber nicht so, dass es für mich unangenehm ist. Zeitweise für mich Sandelholz sehr, sehr prominent rauszuriechen. Ganz, ganz toll. Hat was leicht Sinnliches, aber irgendwie auch ein bisschen was Beruhigendes. Finde ich ein super raffiniert komponierter Duft. Sillage echt angenehm, nicht zu übertrieben, nicht zu intensiv. Deswegen absoluter Alltagsduft auch und von der Haltbarkeit her würde ich sagen, ja, passt, können wir einen Haken dran machen. Wo sind meine Weißblütler, Liebhaberinnen, sage ich vor allem, weil der Apollonia von Xerjoff, würde ich jetzt mal sagen, geht schon eher in eine etwas feminine Richtung. Ein richtig cooler Duft, der eben weiße Blüten und Irisbutter mit drin hat in Kombination mit Moschus. Ja, das ist weiß, das ist fluffig, das ist cremig, pudrig. Also auch hier sehr coole Entwicklung. Ein absoluter Wohlfühlduft für mich. Wir haben hier im ersten Riechen auf jeden Fall weiße Blüten. Der Duft wird aber im Verlauf auf jeden Fall pudriger, eben auch durch die Iris. Aber wenn man den wirklich auf der Haut hat, dann merkt man, dass der im Verlauf auf jeden Fall hell weiß bleibt, aber einen cremigen Touch bekommt. Ich finde, das ist wirklich ein sehr, sehr schön femininer Duft. Ein Duft, der wirklich eine wahnsinnig gute Haltbarkeit hat und von der Sillage her auch wirklich, wirklich angenehm ist. Der Duft verkörpert für mich was Elegantes. Er unterstreicht die feminine Seite, ohne zu dick aufzutragen. Ich mag Weißblütler-Düfte. Ich mag es nicht, wenn es zu trocken wird, aber ich finde, der Apollonia ist hier wirklich in einem sehr, sehr guten Feld zwischen pudrig und cremig drin, sodass meine Nase den absolut gefällig findet. Für mich definitiv ein Duft, wenn du eben auf cremige Weißblütler mit einem pudrigen Touch stehst, dann solltest du den Apollonia auf jeden Fall ausprobieren. Der könnte was für dich sein. Und wenn du jetzt sagst, ja, mich interessiert einer von diesen Düften, dann lass mich gerne wissen, welchen du in 8 ml gewinnen möchtest. Dafür einfach den Channel abonnieren, das Video liken und eben in die Kommentare schreiben, welchen von den Düften du ausprobieren möchtest. Und wenn du mir noch einen Tipp hast für einen Duft, der auch eben so einen cremigen Wohlfühl-Kuschelfaktor hat, lass es mich gerne wissen. Ich freue mich immer über Tipps. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Mach's gut. Tschüssi.